Wir sind ein Transportunternehmen. Wir transportieren Gas. 12.000 Kilometer, das ist ungefähr genauso viel wie das deutsche Autobahnnetz. Es geht darum, die Energieversorgung für heute sicherzustellen und für die Zukunft zu entwickeln. Wir haben den Wandel bei OGE vor 4 Jahren selber losgetreten, wo wir gesagt haben, heute transportieren wir Erdgas. Was ist die Rolle von Erdgas in den nächsten 10 Jahren? Wir sind sicher, dass Gase weiter ein Teil der Energieversorgung von morgen sein werden. Und da wird Wasserstoff sicherlich der Schlüssel zu sein. Bei der OGE kann man noch viel bewegen. Wir sind mitten in der Transformation. Das heißt, es ist sehr spannend, auch in Zukunft diese Entwicklung mitzugestalten. Und ich habe selten so ein Unternehmen wie die OGE erlebt, die so nah am Mitarbeiter dran ist durch entsprechende Kommunikation. Wir tun sehr viel, um den Team Spirit zu stärken, indem wir sehr stark den Kontakt in alle Regionen von Deutschland suchen. Wir sind sehr darauf bedacht, dass alles, was wir tun, auch in Zukunft funktioniert und legen da sehr viel Wert auf Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Also die Anforderungen, die die OGE stellt, an Anlagen und Ausrüstungen, ist natürlich nicht vergleichbar mit Hinz und Kunz, sondern du verkaufst dir eine Waschmaschine von nebenan. Die OGE als Transporteur von Erdgas hat die Möglichkeit, dass sie sich wandeln in einen grünen Versorger. Wir haben das bestehende Leitungssystem und das Leitungssystem können wir nehmen und umstrukturieren, dass wir dann da drin Wasserstoff transportieren. Somit ist man eigentlich direkt mit einbezogen und man sieht, dass die Energiewende vorangeht. Also ich finde es total spannend in meinem Job, dass ich da jetzt an vorderster Front mitbekomme, wie sich die Energiewende gestaltet. Wir hatten zum Beispiel ein ganz großes Projekt Wasserstofftauglichkeit. Da haben wir uns angeguckt, wie zukünftig unser Erdgasnetz mit Wasserstoff funktionieren kann. Was ist unter Sicherheitsaspekten zu beachten? Wie müssen Stationen später aussehen, so Verdichterstationen? Neben dem Tauglichkeitsprojekt bin ich auch in dem Projekt GetH2, die erste öffentlich zugängliche Wasserstoffinfrastruktur. Wo wir dann einen Teil der Pipeline umstellen von Erdgas auf Wasserstoff und damit über ungefähr 130 Kilometer eben den Nachweis auch führen, schaut mal her, Wasserstofferzeugung in Deutschland in größerem Stil als heute verfügbar, direkt zu einzelnen Kunden, das funktioniert. Wasserstoffprojekte haben wir einige. Zum einen müssen wir selber lernen, wie es funktioniert, praktische Erfahrungen sammeln, Glaubwürdigkeit und am Ende verkaufen wir kein Erdgas. Wir transportieren einen gasförmigen Energieträger. Unser Wandel zu Wasserstoff hin ist von Innovation abhängig. Also bei uns im Innovations- und Digitalisierungsteam sind vor allem sehr viele junge Leute. Alle haben irgendwie eine Leidenschaft für unterschiedliche Sachen und deswegen kombinieren wir uns sehr gut. Digitalisierung ist nicht einfach nur da, um coole Technologien einzuführen, sondern damit wir die Probleme lösen können. Deswegen haben wir die Digital Experts aufgebaut, wurden ausgebildet, um in jedem Fachbereich neue Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT, Sensorik, um Digitalisierungspotenziale aus den Fachbereichen zu erkennen. Wir müssen nicht nur die Technik ändern, wir müssen nicht nur an neuen Sachen wie Wasserstoff arbeiten, sondern wir müssen auch an uns selber arbeiten, um veränderungsbereit zu sein, um uns auf Dinge einzulassen. Wenn ich mich irgendwo bewerbe oder für ein Unternehmen interessiere, dann möchte ich ja schon, dass es irgendwie Bestand hat. Dann möchte ich, dass es irgendwas für die Zukunft bringt. Und das Gefühl habe ich einfach bei der OGE. In der Werkstudentenzeit hat man einfach noch die Möglichkeit, sich im Unternehmen umzugucken. Das heißt, neben den ganzen Wasserstoffthematiken gibt es ja natürlich auch Leute, die sich um Landwirtschaft, Renaturierung, Naturschutz und so weiter kümmern. Auch ein wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns natürlich damit, wenn wir sagen, was ist unser CO2-Footprint, dann kommt man relativ schnell auf Methanemissionen, dann kommt man dazu, wie kann man diese reduzieren. Wir haben eine Technik, die ist wirklich etabliert und die ist wirklich bis zum Letzten verfeinert und da haben sich so viele intelligente Menschen Gedanken gemacht, wie man so ein Stück Rohrleitung perfektioniert, dass wir eben so viel Methan einsparen können, wie es geht. Und dann haben wir das Gas nicht mehr in der Atmosphäre und vermeiden dadurch auch Methanemissionen. Also es ist keine Fließbandarbeit, sondern es ist etwas Spannendes. Verantwortung, aber auch Freiräume. Und diese Mischung macht den Job spannend. Ja, wir haben ja in Krummhörn die Besonderheit, dass wir einen Verdichter haben, der durch einen Elektromotor angetrieben wird, durch Windkraftanlagen erzeugte Energie. Wir haben eine hohe Energiedichte hier von erneuerbaren Energien und wir nutzen diese Energie, um Gas zu verdichten.
Also die OGE hat für jeden Standort in Deutschland Sicherheitsbeauftragte eingestellt. Wir kriegen wöchentlich Berichte über die Arbeitssicherheit, wo dann drin steht, das können wir ändern, die und die Maßnahmen gibt es, was für Neuerungen gibt es auch, ne? Ob jetzt irgendwelche zusätzlichen Arbeitsschutzmittel eingeführt werden. Also die Sicherheit wird wirklich ganz groß geschrieben. Der Austausch ist das A und O zum Betrieb und auch untereinander mit den Kollegen, mit der Arbeitsvorbereitung. Nicht nur im Ereignisfall, auch im normalen Tagesgeschäft. Im Früh- und Mittagdienst steht das Telefon selten still. Man muss sich das so vorstellen, im Dispatching werden die großen Gasautobahnen gesteuert. Es gibt mehrere Sachen, die wir gleichzeitig koordinieren müssen. Da muss man sich schon immer bewusst machen, das ist kein Computerspiel, obwohl ich vor 8 oder 7 Monitoren sitze. Stillstand ist Rückstand, ne? Denke ich immer so für mich persönlich. Unsere Gesellschaft wandelt sich. Als Unternehmen muss man sich dem Wandel anpassen und das lieber etwas schneller als hinterher zu laufen. Denn wenn wir uns das Energiesystem der Zukunft anschauen, können wir nicht nur auf Deutschland gucken, sondern wir müssen auf Europa insgesamt gucken. Ja, für mich ist OGE Zukunft, weil ich möchte natürlich noch viele Jahre hier glücklich arbeiten können. Das macht mir Spaß. Mein Sohn ist auch bei der OGE beschäftigt, somit ist es ja irgendwo schon ein Familienbetrieb, wenn man so will. Ja, also passt, ja. Ich sage immer im Endeffekt, wir sind wie Bayern München. Wir müssen einfach gut spielen, weil wir einfach auch gut sind und das wird von uns erwartet und so werden wir auch gesehen. Ich arbeite sehr gerne bei OGE. Es macht einfach unheimlich Spaß, Themen voranzutreiben und auch zu merken, dass sich wirklich etwas verändert, dass man etwas bewirken kann. Da werden wir auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten und versuchen, jeden Tag OGE ein Stück besser zu machen.